Hallo, heute soll es um das Lehrbuch des Marokkanisch-Arabischen von Jan Hoogland gehen. Das Buch ist zum Selbststudium geeignet und ich kann es absolut empfehlen. So, wer mir das glaubt, der kann jetzt gerne das Video ausmachen und losgehen und sich das Buch kaufen. Ja, aber wer auch ein paar Details erfahren will, der kann gerne noch hier verweilen mit mir und ja, die Einzelheiten zu dem Buch mit mir zusammen durchgehen. So, am Anfang möchte ich gerne auf die Makel des Buchs aufmerksam machen. Davon gibt es nicht viele. Die sind so, ja, ein kleiner Makel, sagen wir mal. Ja, zum einen sind die Audiodateien etwas schlecht aufgenommen. Sie hören sich teilweise dünn an, blechern an oder da ist ein Rauschen drin oder Nebengeräusche. Dann sind einige Sätze abgeschnitten, ja, wenige, aber doch manche. Und ja, das sind dann so das Hauptmakel, sage ich mal, an den Audiodateien. Ansonsten, ja, gehe ich gleich nochmal drauf ein. Der zweite Makel hängt mit dem Druck und dem Satz zusammen. Die Schrift ist relativ klein, ja, anstrengend zu lesen, etwas dröge. Ja, und das macht das dann nicht so angenehm und den ansonsten sehr guten Eindruck, den man von diesem Buch hat, ja, den schmälert dieser Makel so ein bisschen. Also ein kleiner Vorwurf an Reichert Verlag, an den Verlag Reichert, aber das bin ich leider auch von ein, zwei anderen Lehrbüchern von Reichert gewöhnt und deswegen, ja, reiht sich das so ein. Aber ja, kommen wir jetzt zu den positiven Sachen, die ich hier an diesem Buch gefunden habe. Und zwar fangen wir mal an mit den Audiodateien, die ich schon angesprochen habe. Die sind sehr zahlreich, also ja, weit über 100. Ich weiß gar nicht, wie viele es sind sehr viele. Also wir haben hier 65 Lektionen und jede Lektion enthält mehrere Audiodateien. Sie können sich ausrechnen oder ihr könnt euch ausrechnen, wie viel das sind. Diese Masse an Audiodateien ist sehr hilfreich. Also man kann das gar nicht, darf das gar nicht unterschätzen, weil als Neulernende haben wir sehr viel Bedarf an Input und diesen Input anhand eines geführten Lehrbuchs, also durch ein Lehrbuch geleitet zu bekommen, ist absolut notwendig und sehr hilfreich. Viele Lehrbücher, viele Lehrgänge, die auch fürs Selbststudium gedacht sind da wirklich sehr schwach unterwegs. Wahrscheinlich zu teuer, wahrscheinlich zu aufwendig. Ja, da wird dann oft gerne gespart. Dann hat man zu jeder Lektion einen oder zwei oder drei Audiodateien. Und hier sind es wirklich sehr viele. Die Übungen, die Mehrzahl der Übungen sind als Audiodateien verfügbar. Die kann man sich als MP3 auf der Website des Verlags herunterladen. Ja? Hervorragend gemacht. Ja, kann ich also wirklich in der Beziehung sehr empfehlen. Diese Audiodateien kann man sich dann auf dem Computer, auf das Handy, wo auch immer, MP3-Player runterladen und bis zum Abwinken anhören. Das ist absolut, ja, hervorragend. Kann ich nur ja, in dieser Beziehung empfehlen. Dann, dieses Buch ist eigentlich auf Niederländisch zum ersten Mal verfasst worden in den Ende 90er Jahre. Dann wurde es 20 Jahre später ungefähr ins Deutsche übersetzt und es gibt inzwischen auch eine englische Ausgabe, amerikanische, die wurde 2 Jahre später
herausgegeben. Ja, also die nehmen sich insofern nichts. Die englische Ausgabe ist ein bisschen schöner gestaltet, ein bisschen besser vom Satz. Da sind aber dann die Illustrationen nicht so schön. So, ich muss dem Übersetzer Haidar Müller ein großes Lob aussprechen. Der hat das wirklich sehr gut gemacht, also länderspezifische Sachen übertragen ins Deutsche. Da muss ich auch bemerken, dass die Audiodateien auch angepasst sind an die deutsche Leserschaft, beziehungsweise in England an die englische oder amerikanische Leserschaft. Hervorragend. Also da wurde sehr gute Arbeit gemacht, jetzt von Haidar Müller. Übersetzer und Übersetzerinnen werden ja oft nicht erwähnt. In diesem Fall will ich es tun und auch Jan Hoogland tut das in dem Vorwort zur deutschen Auflage. So, es macht also sehr viel Spaß, diese Lektion durchzuarbeiten, 65 an der Zahl. Die ersten 40, da geht es um Grundlagen, 41, da geht es um Grundlagen der arabischen, also marokkanisch-arabischen Grammatik vor allen Dingen, aber das sind so, ja, Kapitel oder Lektionen wie zum Beispiel das Substantiv, etwas zeigen, Sätze ohne das Verb sein, Fragen stellen und so weiter. Ja, fragt mich nicht, warum jetzt Sätze ohne das Verb sein da steht. Das hat im Arabischen Bewandtnis. Ja, davor aber herangestellt ist die Lautlehre, Phonetik, wie es auch in vielen anderen Lehrbüchern auch so ist. Und das geht dann bis zur Lektion 41. So, und danach fangen erst die thematischen Kapitel an, die ja, jeweils auf so Lebensumstände fokussiert sind, wie sie normalerweise vorkommen. Also da fängt es an mit persönlicher Bekanntmachung. Das erste Kapitel besteht dann aus 3 Lektionen. Jedes Kapitel besteht aus 3 Lektionen. Danach kommt Begegnung, Begrüßung, Verabschiedung. Danach Wohnsitz, Unterkunft, Häuser, Essen und Trinken, Spracherwerb, Unterricht und Erziehung und so weiter, Arbeit und Berufe. Ja? Also man hat also insgesamt 65 Lektionen, wobei die ersten 41 Grundlagen sind. Jemand, die schon Arabisch kann, wird diese Grundlagen schnell durcharbeiten. Andere werden da ein bisschen mehr Zeit verwenden wollen, denke ich mal. Aber das Gute ist, für jede Lektion kann man sozusagen einen Tag sich nehmen und die durcharbeiten, auch die Übungen durcharbeiten. Natürlich hat das Buch einen Lösungsschlüssel, der auch ja, sehr nützlich ist, eben wegen des Selbststudiums. Und ja, kann ich also in der Beziehung auch sehr empfehlen. Ja, ab der Lektion 42 werden die Lektionen länger, etwas ja, länger, auch die Übungen werden zahlreicher, umfangreicher, aber dadurch gewinnt man natürlich auch viel mehr Praxis. Und diese Lektionen, ja, also die kann man auch dann innerhalb eines Tages jeweils machen, wenn man so will und das so sich so ein Ziel setzt, dann hätte man dieses Buch in 2 Monaten durchgearbeitet. So, weil ich halt schon Arabisch konnte und kann einige Dialekte, beziehungsweise ja, 2 Dialekte so mehr oder minder, vor allen Dingen das Levantinische und auch das Hocharabische, ja, das war dann für mich ja ungefähr in so 30, 35 Tagen durchzuarbeiten. So, das war das mit den Lektionen und auch die Gliederung habe ich ja erwähnt, also die gefällt mir sehr gut, ist sehr sinnvoll gemacht und was ich auch noch erwähnen will, ist, dass hier die ganzen Texte in Umschrift sind. Also das ist nicht die arabische Schrift, die braucht man nicht zu lernen. Die ist auch nicht unbedingt so sinnvoll, weil es nicht die Laute
sind, die wir aus dem Hocharabischen kennen, sondern die Laute sind ein bisschen anders. Daher ist es ganz gut, dass wir hier eine Umschrift haben. Die lernt man dann am Anfang und damit kommt man dann auch sehr gut zurecht. Leute, die schon Arabisch gemacht haben, die vermissen etwas das arabische Schriftbild der einzelnen Wörter, die sie dann in Umschrift sehen. Die werden sich da ein bisschen beschweren, aber das ist jetzt kein großes Manko. Und Leute, die jetzt wirklich unbedingt arabische Schrift sehen wollen, die kriegen diese längeren Lektionstexte, also in jeder Lektion wird ein längerer Text vorangestellt, der dann danach bearbeitet wird, beziehungsweise wo die jeweiligen Lektionsinhalte drin stehen, jetzt so zum Beispiel passiv oder solche Sachen oder Vergangenheitsform und so weiter. Die haben sie dann auch ganz zum Schluss, hat der Jan Hoogland die auch hinzugefügt, als in arabischer Schrift. So. Was sonst noch? Es gibt ein paar Fehler, Verschreibungen, einige Lösungen sind nicht ganz korrekt. Multiple-Choice-Lösungen sind dann vertauscht, zum Beispiel an einer Stelle. Und ja, das sind aber minimale Unannehmlichkeiten oder Fehler. Das nimmt dem Buch dann nicht so viel weg. Also das ist wirklich zu vernachlässigen. Was sonst noch ganz gut gewesen wäre, das sind so Übersetzungen von einigen Übungen, vielleicht sogar Übersetzungen der Lektionstexte. Das hätte ich mir doch gewünscht, ja, aber es gibt zu jedem Lektionstext, nach jedem Lektionstext ein Vokabular. Das kann man sich dann einprägen und das geht dann aufbauend. Und normalerweise, wenn man das auch zügig durcharbeitet, das weg, dann vergisst man diese vorher gelernten Lektionen oder das Vokabular der vorher gelernten Lektionen nicht. Dennoch, ja, ich hätte es gerne gesehen, dass da eine Übersetzung ist, um selbst mich zu überprüfen, ob ich die Sätze auch richtig übersetzt habe oder verstanden habe. So. Die Vokabeln sind hinten noch in einem Wörterverzeichnis zusammengefasst. Das ist auch so viel ich das gesehen habe, vollständig. Ja, ansonsten gibt es dann noch einen Teil, ein Sachregister oder ein Stichwortverzeichnis, wo grammatische Termini verzeichnet sind, so als Index, aber diese Termini werden auch erklärt. So zum Beispiel der Infinitiv wird erklärt, ja, die nicht konjugierte Form eines Verbs. Gut, ich meine, es gibt Leute, die solche Sachen nicht wissen, für die ist es natürlich perfekt. Ich setze das irgendwie als Grundwissen voraus, aber das ist wahrscheinlich auch deswegen, weil ich so viel mit Sprachen gearbeitet habe. Aber wer nicht weiß, was ein Infinitiv ist, der findet das hier. Ne? Wunderbar, also auch für solche Leute. Also ich kann sagen, mit sehr viel Liebe gemacht, mit sehr viel Sorgfalt gemacht. Auch die Abbildungen, die uns so zeigen, zum Beispiel, ja, was wenig ist, ist dann so schwer. Die gibt es dann als Abbildung, ich blende mal eine Seite davon ein. Man sieht dann die Abbildung, muss dann zum Beispiel dieses Schuhjahr mit Geld verbinden und dann sagen, ja, ich habe wenig Geld zum Beispiel. Und so weiter. Also auch das ist gut, dann braucht man da nicht einen deutschen Satz hinzuschreiben und kann dann mit Bildern auch viel arbeiten.
finde ich generell sehr gut. Das lockert auch den Fluss dieses Texts auf. Ansonsten hätten wir ja nur Text. Was auch ganz gut ist, ist, dass hier auf so farbige Fotos und Bilder und so weiter verzichtet wurde. Das finde ich in einem Lehrbuch nicht unbedingt angebracht. Das verteuert auch die ganze Sache. Da geht auch viel mehr Farbe und so weiter dabei drauf und auch Kunstdruckpapier und so weiter, was auch immer, wird dann teurer und auch für die Umwelt nicht gerade besser. So, das soll es gewesen sein. Also, wie am Anfang gesagt, das Buch ist absolut empfehlenswert. Ich kam damit sehr gut durch und ich hatte auch nicht das Gefühl, dass ich irgendwie links liegen gelassen wurde oder dass ich nicht mitgenommen wurde. Durch diese vielen Audiodateien kriegt man auch ein gutes Gefühl für die Sprache mit der Zeit. Und wie gesagt, die Audiodateien kann man sich dauernd anhören und kann man wirklich sehen, habe ich das jetzt richtig in Erinnerung? Oder wenn es, sagen wir mal, nach 3 Wochen hat man dann die ersten Texte nicht mehr im Kopf und dann hört man die nochmal und dann merkt man, dass man es versteht. Und dass man gar nicht, dass man wirklich was gelernt hat, also auch vom Hörverständnis her. Das ist sehr gut. Natürlich soll das nicht heißen, dass ihr dann nicht mehr machen sollt, zum Beispiel mit Muttersprachlerinnen reden sollt und da also wirklich euch auch der wirklichen Kommunikationssituation stellen wollt, das nicht. Das sollte Hand in Hand gehen, aber wir kriegen also hier schon fast alles mit, was so Grundlagen ist, also was am wichtigsten ist, um so zu sehen, wie die Sprache funktioniert. Und das ist hier absolut hervorragend gemacht. Kann ich also uneingeschränkt empfehlen. So, wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr gerne ein Like hinterlassen und wenn ihr weitere Videos sehen wollt, dann euch auch abonnieren oder diesen Kanal eher abonnieren. Wie sollt ihr euch ja nicht selber abonnieren? Und was ich sonst noch sagen will, ist, dass ich ein Video mache zu anderen Quellen und anderen Materialien, die wir benutzen können, um Marokkanisch-Arabisch zu lernen. Also macht's gut, viel Spaß beim Lernen und wir sehen uns beim nächsten Mal.